Moin, ich bin's wieder, euer Jonas von DörTV. Aktuell haben wir ja, wer unseren YouTube-Kanal verfolgt, hat's mitbekommen, jede Menge Sonderangebote. Jetzt kommt das nächste und zwar der neue Kastenwagen von Adria, der Twin 60 Jahre Sondermodell. Adria feiert 60 Jahre, Firmen bestehen und gibt dementsprechend einen super Kastenwagen raus mit einem sehr, sehr guten Preisvorteil und sehr viel Serienausstattung ab Werk. Und den schauen wir uns heute mal zusammen an. In der Serienausstattung bekommt ihr hier den 140 PS Fiat Ducato mit 8-Gang Automatikgetriebe, und zwar das neueste Modell. Wahlweise gibt es den dann auch mit 180 PS Automatik, also dem großen Motor. Dann ist er immer aufgelastet auf 4,25 Tonnen und im Jubiläepaket dann auch serienmäßig mit drin Radio, Navi, Rückfahrkamera und alle Assistenzsysteme, die Fiat aktuell bietet. Die Fahrzeuge kommen auf 16 Zoll Alufelgen mit Allwetterreifen, also ist es hier auch der passende Ganzjahrescamper. Zudem bekommt ihr die Fahrzeuge immer nur in dieser Außenfarbe Artenz Grau Metallic. Ist ein schöner Silberton. Und Adria packt hier extra noch die neue Folierung mit drauf. Die gibt es nur bei dem 60 Jahre Modell. Am Heck des Fahrzeuges angelangt sieht man schön, wir haben oben die Original Fiat Ducato Rückfahrkamera in die Bremsleuchte mit integriert. Heißt, ihr habt beim Rückwärtsfahren wirklich eine super Drop-Down-Perspektive. Man kann perfekt einparken mit dem Fahrzeug. Zudem, falls es wirklich mal enger wird und man es nicht genau sieht, zum Beispiel im Dunkeln, sind hier Rückfahrwarner, also Park Distance Control mit verbaut. Im Vergleich zu den Preiseinstiegsmodellen haben wir hier die qualitativ höherwertigen Rahmenfenster verbaut. Die sind wirklich in die Seitenwand des Fahrzeuges eingelassen, hier mit einem Rahmen im Vergleich zu den anderen Aufsetzfenster, die einfach nur auf den Ausschnitt draufgesetzt werden, machen weniger Windgeräusche, sehen einfach optisch schöner aus und sind ein bisschen schwerer aufzubrechen. Zudem kommt dieses Modell immer serienmäßig mit einer Truma Kombi 4 Gasheizung. Auf Wunsch können wir die Fahrzeuge natürlich auch direkt mitbestellen mit einer Truma Kombi D6e oder anderen Heizungsmodellen, die verfügbar sind. Zudem Abwassertank, der Ablass ist hier elektrisch, zeige ich euch nachher, wie das bedient wird. Und für die Wintercamper ganz interessant, das Ganze ist beheizt und isoliert. Da kann also auch im Winter nichts gefrieren. In der Serienausstattung kommt das Fahrzeug immer mit einer dimmbaren Außenbeleuchtung. Wir haben auch immer eine Fliegengittertür für die komplette Aufbautür mit drin und eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe. Ich würde sagen, den Innenraum gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Auch beim Basisfahrzeug gibt es einige Optionen, die man mitbestellen kann, und zwar das große Jubiläepaket. Da ist immer die Option Safety und Style Plus von Fiat mit drin, heißt, wir haben eine Klimaautomatik mit an Bord. Es ist das große 10 Zoll Uconnect Radio verbaut, da ist ein Navigationssystem hier mit dabei. Wir haben Apple CarPlay, Android Auto, DAB-Empfang, die Rückfahrkamera ist mit drin und alle Assistenzsysteme, die man bei Fiat mitbestellen kann. Das Fahrzeug hat Spurhalteassistent, wir haben ein Abstandstempomat, Verkehrszeichenerkennung, intelligenten Geschwindigkeitsassistent, Notbremsassistent und vieles mehr. Zudem bei der Serienausstattung auch immer mit dabei ist Fahrerhausverdunklung, sowohl in Front- als auch in den Seitenscheiben, Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Automatikgetriebe ist ja sowieso der Standard bei dem Modell und eine elektrische Handbremse. Im Innenraum angelangt sieht man schon, wir haben hier quasi ein Adria Twin Twin. Eigentlich eine Mischung aus Twin Twin und Twin Supreme, aber in einem neuen Gewand. Heißt, es gibt die Schränke jetzt hier in Holzoptik oder in Weiß. Der Tisch und alle Oberflächen sind auch neu gestaltet worden. Was sich nicht verändert hat, ist der Becherhalter hier. Der ist wie immer bei Adria vorhanden, für während der Fahrt hier Getränke abzustellen. Wir haben einen Tisch mit Ausdrehteil, heißt, den können wir hier problemlos erweitern. Ambientebeleuchtung ist mit drin, vorne Panoramafenster, große Dachluken und zum Beispiel hier auch einen schönen Fernseherhalter. Auch die Polster sind in diesem Modell ja neu. Dieses Polster nennt sich jetzt Kilian. Wir haben hier weißes Kunstleder abgesteppt mit grauem Stoff. Das von Adria bekannte Serienpolster Arno kann hier aber auch optional mitbestellt werden, falls euch das hier zu hell ist. Auch ab Werk vorhanden, Isofix hier bei der Rücksitzbank. Heißt, ihr könnt hier, wenn ihr mit 1 oder 2 Kindern fahren möchtet, auch die Kindersitze hier hinten anbringen.
Wie bereits erwähnt, kommt das Fahrzeug immer mit einer Truma Kombi 4 Gasheizung, optional natürlich andere Modelle bestellbar. Und wir haben hier von Truma selbst die Abwassertankheizung. Wenn es kälter draußen wird, schaltet man die einfach bequem zu und sobald es tagsüber wieder wärmer wird, schaltet man sie ab. Also das Fahrzeug ist auch ideal im Winter zu nutzen. Was jetzt hier noch mit dabei ist, was wir extra dazu bestellt haben, also aufpreispflichtig gegenüber der Serienausstattung, ist hier unten die Fußbodentemperierung elektrisch. Überall im begehbaren Bereich kann man sich hier dann eben die Fußbodenheizung anschalten, bricht die Kältebrücke von unten und ist halt einfach angenehmer, wenn man mal bei kälteren Temperaturen campt. In der Küche angelangt sieht man hier oben jetzt die neuen Schränke von Adria. Und zwar haben wir hier einen ultraleichten Korpus aus so einer Art Styropormaterial. Man kann sich nicht mehr den Kopf stoßen, es tut nicht mehr weh, wenn man drankommt. Die sind wirklich sehr leicht und dennoch sehr, sehr robust. Auch die Schrankfronten hier oben sowie der Küchenblock unten sind jetzt in der Holzoptik bestellbar. So sieht der neue Zweiflammenkocher von Adria aus. Und wir haben einmal hier ein großes Spülbecken. Auch die Schubladen sind in Holz gehalten, da hat sich nicht viel verändert. Haben Softclose mit dabei und es gibt jetzt auch bei jedem Fahrzeug ein extra Schneidebrett mit der 60 Jahre Selektion Logo eingelasert mit dabei. Auch hier vorne habt ihr nochmal echt viel Stauraum mit drin für Essigöl oder sonstiges und wir haben eine erweiterbare Arbeitsplatte mit drin. Standardmäßig ist dieser Tedford Kühlschrank verbaut, 84 Liter groß. Es handelt sich um einen Kompressorkühlschrank, heißt der funktioniert nur über Strom. Gefrierfach ist hier oben mit integriert ein kleines. Und gegen Aufpreis kann das Ganze auch vergrößert werden. Da könnt ihr nämlich einen 138 Liter großen Kühlschrank mit bestellen. Dann fällt euch aber das Staufach unten drunter weg. Wie bereits erwähnt, unterm Kühlschrank habt ihr auch nochmal echt viel Stauraum. Wenn ihr natürlich die größere Variante mitbestellt, fällt das Ganze weg. Unter den Betten hier und auf der anderen Seite ist auch nochmal richtig viel Platz für Kleider. Und wie groß die Betten sind, gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Im Heck angelangt. Wir haben hier den SLB-Grundriss, sieht man schon. Wir haben links und rechts zwei Einzelbetten. Diese lassen sich auch in der Mitte durch ein Polster kombinieren. Das zeige ich euch gleich noch, wie das gemacht wird. Es sind immer diese 60 Jahre Kissen mit dabei. Und die Betten lassen sich jetzt so wie hier hochstellen und hier oben befestigen. Wenn ihr also während der Fahrt mal Fahrräder, E-Bikes, einen Roller, einen Einkauf von Ikea, egal was Größeres hier mit transportieren möchtet, kann man beide Seiten hochklappen. Die Mittelstege kommen raus, genauso wie dieses Mittelbrett. Und dann hat man hier wirklich mit Frazurösen richtig viel Platz drin. So sehen die Einzelbetten dann aus, wenn man sie zum Doppelbett kombiniert. Wir haben hier wirklich für zwei, vielleicht auch für 2+1 mit Kind, richtig viel Platz. Hängeschränke sind ringsrum verbaut, auch hier oben. Natürlich auch wieder in der schönen neuen Holzoptik. Dann habt ihr hier Leseleuchten, Ambientebeleuchtung, schön indirekt auch mit dabei. USB-Anschlüsse auf jeder Seite. Und hier jetzt eine Dachklimaanlage drin. Die haben wir ab Werk mitbestellt, eine Truma Aventa. Ansonsten ist da serienmäßig eine 40×40 Dachluke drin. Bei Bedarf können wir natürlich auch jederzeit eine unserer Dachklimaanlagen hier nachrüsten. Adria typisch ist auch hier an der einen Hecktür immer von oben bis unten ein schön langer Schaumstoffgummi mit angebracht, dass, wenn ihr wirklich im Winter mal unterwegs seid, die kalte Luft nicht durch die Ritzen hier ins Bett gelangen kann. Zudem haben wir da hinten das Bedienpanel CP Plus verbaut. Das ist auch serienmäßig immer mit dabei und kostet keinen Aufpreis. Heißt, ihr könnt hier die Heizung also auch abends am Bett steuern und müsst nicht extra immer aufstehen und vorne hinrennen. Das hat Adria schon clever gelöst. Im Heck haben wir einmal auf der linken Seite jetzt bei diesem Grundriss den Gaskasten, weil wir hier ja serienmäßig eine Truma Kombi Gasheizung haben. Platz für 2×11 Kilogramm. Es ist eine Mono-Control mit Crash-Sensor schon ab Werk verbaut. Heißt, ihr müsst die Gasflaschen nicht vor jeder Fahrt zudrehen. Wir haben hier in der Heckgarage wirklich sehr, sehr viel Stauraum. Links sind nochmal Unterteilungen hinterm Radkasten, wo ihr eure Sachen ablegen könnt. Auch hier haben wir Platz. Die Schottwand vorne lässt sich hochklappen und verriegeln, dass nichts nach vorne durchgeschossen kommt. Wir haben eine Beleuchtung hier mit dabei. Zigarettenanzünder und 230 Volt Steckdose ist mit drin, zum Beispiel für E-Bikes zu laden. Also es ist wirklich eine vielseitig nutzbare Heckgarage. Das hier ist jetzt der SLB-Grundriss, wie bereits erwähnt, mit den Einzelbetten. Es gibt das Ganze auch noch als SGX. Dann hat er hier das höhenverstellbare Hubbett mit dabei.
und grundrissabhängig auch eine Webasto-Standheizung anstatt der Truma Kombi Gasheizung. Auch im Badezimmer setzt sich die schöne neue Holzoptik fort. Wir haben oben einen großen Schrank für eure Badeutensilien. Die Toilette ist eine ganz normale Tedford, drehbar hier vorne gelagert. Wir haben ganz neue schwarze Armaturen mit dabei. Es ist ein Schwenkbad, das heißt, die Rückwand hier vorne könnt ihr umschwenken zum Badezimmer bzw. zur Dusche. Es ist aber nicht die Schwenkwand aus dem Twin Supreme, sondern die kleinere aus dem Twin Twin. Zudem kommt das Ganze hier mit einer schwarzen Schiebetür und einem Handtuchhalter oben an der Decke. So, ich hoffe, der kleine Einblick in die neue 60 Jahre Editionsreihe von Atria hat euch gefallen. Jetzt fragt ihr euch natürlich noch, was kostet das Ganze? Bei der 140 PS Automatik-Variante ohne Fahrassistenzsystem, Radio und sowas geht es los bei einem unschlagbaren Preis von 65.990 €. Ihr kriegt dann, wie gesagt, die schöne neue Front mit dabei, beheizbaren Abwassertank, die Truma Gasheizung, Panoramafenster, Fernsehalter etc. Wenn man dann ab Werk das Jubiläpaket noch mit dazu bestellt, wo also der 180 PS Motor, die ganzen Fahrassistenten, Radio etc. mit dabei ist, geht es hier los bei 73.290 €. Optional dazu bestellbar, Atria typisch immer Solaranlage, Markise, Dachklimaanlage, Zuziehhilfe, großer Kühlschrank etc. Da können wir sehr gerne mal ein Wunschfahrzeug für Sie konfigurieren. Bei Interesse meldet euch einfach bei uns. Bei Fragen schreibt es uns gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.